den Winterferien, Anfang Februar, war ich mit meiner Tochter wandern. Und beim Wandern hat sie mir erzählt von der Quellnymphe, die sie in dem Buch Nordische Wesen von Johann Egerkrans entdeckt hatte. Und die Quellnymphe hatte ihr gut gefallen. Und während meine Tochter und ich da also so wanderten, kam die Idee, ein Lied zu schreiben, in dem wir verknüpft haben den Froschkönig und die Quellnymphe. Ich hatte mich nämlich schon ganz lange gefragt, warum der Froschkönig, also als Frosch, in einem Brunnen sitzen muss. Nun ist es auf der CD die Geschichte über den Prinzen, der in den Wald kommt, weil er eine Verletzung hat und er möchte sich von der Nymphe heilen lassen. Die Nymphe will in diesem Fall mal kein Geld, wie es die Nymphen hier bei Egerkrans wollten, sondern sie will die Liebe des Prinzen und er sichert sie ihr erst zu, damit sie ihm hilft, aber er gibt sie ihr dann nicht, sondern reitet schnurstracks auf seinem Pferd davon. Und darüber ist die Nymphe super ärgerlich und sagt dann, du sollst als Frosch einsam quaken hier an dem Weiher. Ja, wie wir alle wissen, findet der Frosch dann aber doch eine Möglichkeit, durch aufrichtige Liebe wieder ein Prinz zu werden. Ein Lind in jenem Tal habe ich entdeckt, als ich eine Volksliedersammlung aus der Wühlkiste durchgeblättert habe. Und als ich für die neue CD Stücke gesucht habe, habe ich mir die Melodie auf der Flöte angespielt und habe mich verspielt und habe einen falschen Ton gespielt und dann war die ganze Melodie, die ursprünglich in Dur ist, plötzlich in Moll. Und das war ein ganz großes Glück, weil ich finde, dass die ganze Melodie in Dur in Moll viel schöner ist und auch viel mehr Sinn macht, wenn man sich den Text genauer anguckt. Es steht ein Lind in jenem Tal, ach Gott, was tut sie da? Sie will mir helfen, klagen, dass ich mein Lieb verloren hab. Ichi min vunige afendini jlefje, gifit ung jedelath, mir bith death witot. Das ist Altenglisch und ist der Text von dem Rätsel 85 aus dem Exeter-Buch. Das Exeter-Buch ist aus dem 10. Jahrhundert und darin versammelt sind Rätselsprüche aus dem Altenglischen. Die sind vermutlich noch älter und die sind in Altenglisch, also in Angelsächsisch, aufgeschrieben. Und ich habe die kennengelernt, als ich in Dublin studiert habe, ein Semester lang. Da haben wir bei Dr. Christine Theis altenglische Rätsel aus dem Altenglischen ins moderne Englisch übertragen. Und ja, dieses Rätsel ist mir eingefallen, als wir für die neue CD Texte gesucht haben. Die CD erzählt ja vom Wasser im Großen und Ganzen. Und in diesem Rätsel geht es also um einen kleinen Fisch, der erzählt, wie er an seinen Fluss, also an sein Zuhause gebunden ist und dass der Fluss also ewig währt und wenn die beiden sich trennen müssten, dem Fischlein der Tod sicher ist. Am Fuße der Burg Falkenstein im Harz hatten wir ein Chorlager. Und in diesem Chorlager haben wir das Wandern ist des Müllers Lust viele Stunden lang gesungen. Da konnte ich es dann doch eine Weile nicht mehr hören, aber für die Sichtung von Stücken für die neue CD ist es mir wieder eingefallen. Für meine eigene CD konnte ich dann die Töne, die mich immer schon an dem Lied gestört haben, einfach weglassen. Da gibt es einen Tonsprung, der hat mir nicht gefallen. Ihr kennt das bestimmt, im Original ist es ja sowas wie das Wasser. Und das finde ich komisch, die Stelle finde ich unschön. Und wir haben die also etwas schwebender, den Tonsprung etwas moderater gestaltet. Bei uns ist das jetzt das Wasser
Als wir die meisten Stücke für die CD schon fertig versammelt hatten, fehlte mir noch ein Stück über den Regen. Und da kam das zusammen mit einer Melodie, die sich also auch immer wieder aufdrängte, einer Melodie, die ich schon seit meiner Kindheit kenne. Eine Melodie aus dem Gälischen zu einem Kindertanz, die ich von Clannad mal gehört habe. Und da dachte ich mir, die beiden Dinge führen wir jetzt zusammen. Den Wunsch nach einer Strophe wenigstens über den Regen und dieser Melodie. Da wo die Quelle scheint, mit der See sich eint, da wo das Fischlein wohnt, die Möwe selig auf Klippen thront. Hinter Berggestein wird es gewiss so sein, dass sich das Morgenlicht im hellen Spiegel des Wassers bricht.